SLS-2 tankt erstmals durch. Artemis Crew geht in die Quarantäne für März-Startfenster. Blue Origin kontert SpaceX mit Mondlandung ohne Tanken. Blue Moon Mk1 TVEC-Härtetest bei der NASA. Starbase eskaliert, Pad 2 ballert das Deluge System. SpaceX jetzt offiziell Airline. NASA stuft Starliner-Flug nun als schwersten Zwischenfall ein. Mars Rover Perseverance bekommt GPS ohne GPS und KI-Routenplanung. Und Rocket Lab testet neue Neutron-Hardware. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Spoiler, am Ende gibt's diese Woche wirklich Senkrechtstarter auf Klingonisch. Die NASA hat einen wichtigen Meilenstein für Artemis 2 erreicht. Bei einer sogenannten Wet Dress Rehearsal wurde die komplette aufgebaute SLS-Rakete am Kennedy Space Center erfolgreich betankt und der finale Countdown simuliert. Über 2650 Kubikmeter flüssiger Wasserstoff und Sauerstoff wurden in die Rakete geladen, inklusive zweier vollständiger Durchläufe des sogenannten Terminal Counts. Das ist also praktisch direkt vor dem Start. Besonders im Fokus die Wasserstoffbetankung. Genau hier hatte es bei früheren Tests Probleme mit Leckagen gegeben. Die erste Wet Dress Rehearsal für Artemis 2, die war ja am 3. Februar und die wurde vorzeitig abgebrochen. Dieses Mal blieb die Wasserstoffkonzentration um die Rakete unterhalb der Grenzwerte, ein starkes Indiz dafür, dass neue Dichtungen an den kritischen Schnittstellen funktionierten. Zwischenzeitlich kam es zwar zu einem Ausfall der Bodenkommunikation im Launch Control Center, doch die Teams, die konnten auf Backup-Systeme umschalten und den Test sicher fortsetzen. Auch die Artemis 2 Crew, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen verfolgten Teile der Generalprobe live. In den kommenden Tagen da folgt nun die Überprüfung des Flight Termination Systems, dann direkt auf der Startrampe eine Lehre aus Artemis 1, die ein zeitaufwendiges Zurückrollen in die VAB vermeiden soll. Parallel geht die Crew bereits in Quarantäne, um sich ein mögliches Startfenster im März offen zu halten. Ein offizielles Startdatum gibt's aber noch nicht. Aber Artemis 2 kommt sichtbar näher. Wie wird die NASA eigentlich auf dem Mond landen? Für alle Senkrechtstarter keine Überraschung. Jeff Bezos und Elon Musk mit ihren jeweiligen Raumfahrtunternehmen sollen schlüsselfertige Lösungen liefern. Mit einem echten beschleunigten Architekturplan für das Artemis-Programm will Blue Origin nun Starship zum Mond schlagen. Es wird schon von einem echten Starship-Killer gesprochen. Blue Origin arbeitet wohl an einer Mission für eine Crewlandung auf dem Mond, die ohne das riskante und komplexe Orbital Refueling auskommen könnte, während SpaceX für eine Mondlandung ja bis zu 10 oder mehr Tankerstarts benötigt. Blue Origin hingegen setzt auf ein Initial Lander System. In diesem Szenario, da würden 3 bis 4 New Glenn Starts ausreichen, um Transferstufen und den Lander im Erdorbit zu koppeln und direkt dann Richtung Mond zu schießen. Das Ziel, eine Landung mit Crew 2028, um China und SpaceX zuvorzukommen. Und vermutlich auch damit es noch in Trump 2 passieren könnte, um die nötige Unterstützung zu bekommen. Obwohl Blue Origin bisher ja nur 2 erfolgreiche Orbitalflüge mit der New Glenn auf dem Konto hat, jetzt im Vergleich zu SpaceX mit über 600 Starts, wittert Blue wohl seine Chance. Durch den Verzicht auf das Tanken im Orbit eliminiert Blue eigentlich das größte technische Hürde oder den größten Kritikpunkt des SLS-Systems vom Starship. Wir behalten das im Blick. Der Zweikampf der Milliardäre ist jetzt offiziell ein Rennen um den Südpol des Mondes. Apropos Mondlander, Blue Origin schaltet beim Mondprogramm einen Gang hoch. Der erste Mk1-Mondlander, das ist ein robotischer Lander mit dem Namen Endurance, der ist jetzt in die legendäre Vakuumkammer im Johnson Space Center der NASA eingezogen. Dort muss der Lander einen rund 11 Tage langen Marathon im TVEC-Test überstehen. Ziel ist es, die extremen Temperaturunterschiede und das Vakuum des Weltraums sowie der Mondoberfläche zu simulieren, um sicherzustellen, dass die Systeme unter realen Bedingungen nicht den Geist aufgeben. Wenn der Endurance-Lander diesen Test ohne größere Anomalien abschließt, dann steht dem geplanten Demonstrationsflug ohne Menschen an Bord zum Mond im Laufe des Jahres kaum noch was im Weg. In der Starbase war diese Woche Wet Skirt Contest am 16. Februar 2026. Da hat das Team am neuen Pad 2 das komplette Deluge System inklusive des Top-Decks zum ersten Mal auf Anschlag getestet. Dieses System, das scheint von außen betrachtet bereit für den thermischen Wahnsinn von 33 Raptor 3 Triebwerken. Nur einen Tag später, da präsentierte sich der Orbital Launch Mount bereits wieder in blitzblankem Zustand. Die im wahrsten Sinne nasse Generalprobe für den anstehenden Static Fire von Booster 19 dürfte damit geglückt sein. Ja, völlig krass, wie die Starbase sich in den letzten 2 Jahren verändert hat. Als ich das letzte Mal da war, da gab's Pad 2 noch nicht. Und ja, da stehen wir heute. Der nächste Flug dann von diesem neuen Pad 2 mit dem Starship in Version 3. Ich bin gern draußen und wenn ein Baum oder ein Klettergerüst bestiegen werden wollen, dann muss man mir das nicht zweimal sagen. Ja, und klar, ich habe auch gern ein Top-Handy in der Tasche.
aber ultra vorsichtig sein. Dafür ist mir ein Handy doch zu sehr Gebrauchsgegenstand. Es soll überall mit und so bewegt sein wie mein Alltag. Und genau da verlasse ich mich auf kompromisslosen Schutz von Rhino Shield. Das Solid X von Rhino Shield, das ist die Weiterentwicklung eines Klassikers, entwickelt für echten Schutz im Alltag. Basierend auf dem ikonischen Solid Suit wird es im Inneren optimiert, verstärkte Ecken, verbesserter Fallschutz, genau dort, wo es drauf ankommt. Es übertrifft Militärstandards, besteht Falltests aus bis zu 3,4 Metern Höhe und bietet dank innovativer Struktur zusätzliche Stoßdämpfung. Mit meinem Code Senkrechtstarter spart ihr 10% bei Rhino Shield. Gefertigt aus Shock Spread Eco, einem nachhaltigen thermoplastischen Elastomer, vereint es Langlebigkeit, Flexibilität und ein angenehm weiches Tragegefühl. Das Monomaterial, das reduziert Plastikmüll und ermöglicht mehrfaches Recycling. Gibt's natürlich auch MagSafe kompatibel. Und beim Look, Rhino Shield hat unzählige starke fertige Designs, für mich natürlich mit Raumfahrtbezug Buzz Aldrin auf dem Mond, aber auch Kunstklassiker wie die große Welle von Kanagawa sind auf jedem Tisch ein Hingucker. Oder du gestaltest dir mit Custom Studio dein eigenes Design. Dein Abenteuer, dein Stil. Rhino Shield hat mit Impact Protection und 9H Tempered Glass übrigens auch hervorragenden Displayschutz im Angebot. Jetzt mit dem Code Senkrechtstarter 10% bei Rhino Shield sichern. Link und Code auch unter dem Video. SpaceX bringt die nächste Generation an Hardware in Stellung. Booster 20 wurde in der Mega Bay 1 auf seinen Aft Section Ring A4 gestapelt. Ein wichtiger Schritt für die kommenden Drucktests. Parallel dazu ist die Sektion für den Common Dome von Chip 40 in die Mega Bay 2 gerollt. Auch auf dem Testgelände in McGregor gibt's Bewegung. Ein neuer Raptor 3 mit der Seriennummer 100 ist auf dem Weg zum Prüfstand. Es bleibt spannend, welches Starship dann dieses Vakuum Beast als erstes unter die Haube bekommt. Am Pad 2 stehen die Tage wohl Fit-Checks an, um die Kompatibilität der neuen Hardware-Iteration mit der Bodeninfrastruktur sicherzustellen. Zusätzlich ist eine Ladung COPVs, also Composite Overwrap Pressure Vessels, in der Messis Testzeit eingetroffen. Nach den Anomalien bei früheren Drucktests, insbesondere der Zerstörung von Chip 36 und Super Heavy Booster 18, die damit in Verbindung stehen sollen, dürfte SpaceX hier besonders genau hinschauen, um die Integrität der Stickstoff- und Heliumspeicher für die kommenden Missionen zu garantieren. Aber nicht nur in der Starbase entstehen Starship-Startanlagen. Das erste Starship-Turmmodul für den Doppelstartplatz am SLC 37 in Cape Canaveral ist jetzt auf Achse. SpaceX klotzt in Florida ran, denn für die 2 geplanten Startplätze am SLC 37, da werden insgesamt 18 Module benötigt. Ja, jeder Turm hat ja 9 Sektionen. Ja, ganz spannend. SpaceX wird nun als öffentliches Luftfahrtunternehmen eingestuft, rechtlich also auf einer Stufe mit Airlines. Damit unterliegt das Unternehmen nicht mehr dem allgemeinen Arbeitsrecht, sondern dem Railway Labor Act, der ursprünglich für Eisenbahnen und Fluggesellschaften geschaffen wurde. Für SpaceX ist es ein massiver strategischer Sieg. Unter diesem Gesetz sind Streiks verdammt schwer durchzusetzen, da ein langwieriger Schlichtungsprozess vorgeschrieben ist. Die Argumentation von SpaceX, warum sie eine Airline sind, ja, SpaceX befördere schließlich Astronauten als Service und ist durch Verträge mit der US-Regierung auch als Postfrachtbeförderer zu sehen. Kritiker sehen eine bedenkliche Ausweitung des Gesetzes auf die Raumfahrt, die so nie vom Kongress gewollt gewesen sei. SpaceX hat seine Belegschaft regulatorisch erst einmal in eine Zone manövriert, in der klassische Gewerkschaftsarbeit deutlich mehr Gegenwind erfährt. In einem Brief an die NASA-Belegschaft hat Administrator Jared Isaacman das Starliner-Programm von Boeing regelrecht zerlegt. Kurz vor dem offiziellen Untersuchungsbericht zur astronautischen Testmission CFT von 2024 stellte Isaacman klar, das Problem, das war nicht nur die Hardware, sondern eine toxische Führungskultur. Er hat die Mission nun offiziell als Typ A Mishap, also die schwerste Unfallskategorie bei der NASA, eingestuft. Es ist niemand zu Schaden gekommen, aber um das einzuordnen, Apollo 1, Challenger und Columbia, die waren mit insgesamt 18 Toten auch Typ A Unfälle. Isaacman kritisiert scharf, dass der Druck, Starliner unbedingt fliegen zu sehen, wichtiger wurde als die Sicherheit. Das Ergebnis, die NASA-Führung habe damals Risiken akzeptiert, die sie laut Bericht nie vollständig verstanden habe. Boeing habe Hardware außerhalb der Spezifikation betrieben und die NASA habe beim Management versagt. Die Konsequenz ist knallhart, kein astronautischer Flug mehr, bis das Antriebssystem vollständig qualifiziert und jede einzelne Empfehlung umgesetzt ist. Isaacman verspricht personelle Konsequenzen in der Führungsebene, um das Vertrauen wiederherzustellen. Ja, für Boeing bedeutet das wahrscheinlich, der Weg zurück zur Rampe mit dem Starliner wird noch verdammt lang und teuer, während SpaceX als einziger US-Partner mit Crewkapazität die Stellung hält. Neben den Milliarden an Verlusten dürfte der Reputationsverlust für Boeing wahrscheinlich am härtesten sein.
Nach einem unruhigen Start ins Jahr ist die internationale Raumstation seit dem 14. Februar wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Pünktlich zum Valentinstag dockte die Crew Dragon der Crew 12 Mission an und brachte mit Jessica Meir und Jack Hathaway, beide von der NASA, Sophie Adenau von der ESA und Andrei Fedyaev von Roskosmos die dringend benötigte Verstärkung. Damit ist die Station wieder mit 7 Personen besetzt, was besonders für den US-Sektor eine riesige Erleichterung ist. Hintergrund der Aufregung: ja, seit Mitte Januar musste NASA-Astronaut Chris Williams den Laden im US-Teil der Station praktisch alleine schmeißen. Nachdem die Vorgängermission Crew 11 wegen eines medizinischen Notfalls eines der Crewmitglieder vorzeitig die Koffer packen musste, war Williams für den US-Teil auf sich allein gestellt. In einer Station, die dieses Jahr seit 25 Jahren kontinuierlich besetzt ist, bedeutet das natürlich sehr viel Wartung, kaum noch Wissenschaft. Aber das hat ja jetzt ein Ende. Apropos Start zur ISS, NASA-Administrator Jared Isaacman sorgt mit einer diplomatischen Charmoffensive für mitunter hochgezogene Augenbrauen. Während einer Pressekonferenz gab er nämlich bekannt, dass er ein Treffen mit dem Roskosmos-Chef Dmitri Bakanov anstrebe, um über die künftige Kooperation im All zu beraten. Isaacman plant im kommenden Sommer persönlich zum Start der Soyuz MS-29 nach Baikonur zu reisen. Damit wäre er der erste NASA-Chef seit Jim Bridenstine im Jahr 2018, der den russischen Startplatz in Kasachstan besucht. Hinter dem Besuch steckt auch eine persönliche Geschichte. An Bord der Soyuz wird der NASA-Astronaut Anil Menon sitzen. Menon ist der Ehemann von Anna Menon, die gemeinsam mit Isaacman auf der Polaris Dawn-Mission im All war. Beide hatten Isaacman auf seinem ersten Raumflug mit Inspiration 4 bei SpaceX unterstützt. Letzte Woche habe ich über den spektakulären Testflug einer Langmarsch 10 berichtet. Die Test-Air-Stufe, die ist zurück an Land und wir haben Bilder. Nach dem kontrollierten Splashdown am 11. Februar im südchinesischen Meer hat das Bergungsteam die massive Air-Stufe erfolgreich aus dem Wasser gefischt. Wir reden hier nicht von irgendeinem verkleinerten Modell, das ist Originalgröße mit satten 55 Metern Länge und einem Durchmesser von 5 Metern. Ziemlicher Oschi. Besonders spannend für uns ist der Blick auf das Heck. Die 7YF-100K Triebwerke, die im verbundenen Bodenschub von rund 1000 Tonnen auf den Starttisch brennen, die sehen auf den Bergungsfotos erstaunlich intakt aus. Obwohl die Landung diesmal noch über Wasser erfolgte, ist das der finale Validierungsschritt, bevor wir die Stufe demnächst dann bei einem echten Rückflugversuch in einem gigantischen Fangnetz auf einem Seeplattform sehen werden. Das Bergungsschiff mit dem Drahtseilfangsystem, das war während des Tests auch im Hintergrund zu sehen. Nach diesem Bergungserfolg hat das Programm ordentlich Wumms bekommen. Wir behalten die Hardware-Iteration im Blick, denn die nächste Stufe, die steht schon fast auf der Rampe. Die Startrampe bereits verlassen haben die Starts der vergangenen Woche. Hier ein kleiner Hinweis: letzte Woche bin ich da mit den Tagen und den Daten in Tüdel gekommen. Wahrscheinlich war ich dann noch in asiatischer Zeitzone gerechnet unterwegs. Also jetzt hier die richtigen Zeiten für die Starts der vergangenen Woche am Montag, am 16. Februar. Da ist eine Falcon 9 gestartet und zwar vom Space Launch Complex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station an Bord 29 Starlings. Freitag, 30. Februar, da folgte ebenfalls vom SLC 40 in Florida die nächste Falcon 9 mit 29 Starlink-Satelliten. Am Samstag, 21. Februar, da soll von Vandenberg eine Falcon 9 mit Starlings gestartet sein. Ich nehme gerade Freitagabend auf, also könnt ihr noch reinschauen, ob der stattgefunden hat. Den Wochenabschluss am Sonntag, wenn die News erscheinen, dann wahrscheinlich eine weitere Falcon 9 mit Starlings, diesmal von Cape Canaveral. Noch etwas hin bis zum Start, aber den Erstflug der Neutron, den plant man noch für dieses Jahr. Rocket Lab macht in Maryland gerade ernst und hat die Interstage der kommenden Neutron-Rakete auf den Prüfstand gerollt. Die Qualifikationskampagne läuft auf Hochtouren in einer Serie von statischen Lasttests. Da werden etwa 1000 Tonnen Kraft auf die Struktur ausgeübt. Man will die gewaltigen Belastungen simulieren, die beim Aufstieg in den Orbit auf das Verbindungsstück zwischen der ersten und zweiten Stufe wirken. Die Neutron, die besteht fast vollständig aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und diese Tests, die sollen beweisen, dass die Leichtbauweise den Hungry-Hippo-Mechanismus und die 13 Tonnen Nutzlast sicher ins All tragen kann. Dieser Test ist für Peter Beck und sein Team besonders kritisch, nachdem es erst im Januar einen Rückschlag gab. Da ist ein Tank der ersten Stufe bei einem Drucktest geplatzt. Und Eric Berger von der Ars Technica berichtet von mehreren zerstörerischen Tests des gestuften Archimedes-Triebwerks, was Peter Beck mit dem Charakter der Tests begründet, wo eben Limits herausgefahren werden sollen. Dass Rocket Lab jetzt so aggressiv mit der Hardware der Interstage weitermacht, das zeigt, dass sie sich erstmal nicht ausbremsen lassen. Voyager Space und das deutsche Startup Atmos Space Cargo haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um den Zugriff auf Mikrogravitationsforschung massiv zu vereinfachen. Das Ziel: Kunden sollen nicht mehr bei einem Dutzend Dienstleister betteln müssen, sondern bekommen von der Missionsplanung bis zur Landung alles aus einer Hand. Während Voyager als One-Stop-Shop die Integration und das Missionsmanagement übernimmt, liefert Atmos das entscheidende Puzzleteil, die Phoenix-Rückkehrkapsel.
Dieses freifliegende Vehikel, das ermöglicht das Durchführen von Experimenten im Orbit und ihre anschließende präzise und kontrollierte Zurückführung auf die Erde. Das Ganze soll nicht nur die ISS ergänzen, sondern man hat bereits fest für künftige kommerzielle Plattformen wie Starlab geplant. Der Mars-Rover Perseverance hat pünktlich zu seinem 5. Jubiläum auf dem roten Planeten ein gewaltiges Upgrade erhalten. Tatsächlich ein Software-Update over the air. Seit dem 2. Februar nutzt der Rover eine neue Technologie namens Mars Global Localization. Da es auf dem Mars kein GPS-Satellitennetz gibt, war Perseverance bisher darauf angewiesen, dass Ingenieure auf der Erde anhand von Bildern seinen exakten Standort bestimmen. Ein Prozess, der oft einige Tage dauern konnte. Damit ist jetzt Schluss. Die neue Software, die nutzt den leistungsstarken Prozessor der Helicopter Base Station, die ursprünglich für die Kommunikation mit Ingenuity verbaut wurde. Dieser Chip ist über 100 Mal schneller als die strahlungsgehärteten Hauptrechner des Rovers. Die kommen technologisch eigentlich aus den 90er Jahren. Perseverance gleicht nun Panoramaaufnahmen seiner Navigationskamera mit gespeicherten Satellitenkarten ab und bestimmt seine Position auf 25 cm genau. Zusätzlich setzt das Rover-Team jetzt erstmals generative KI ein, um die Fahrtrouten des Rovers zu planen. Bisher mussten Wegpunkte mühsam von Hand gesetzt werden. Jetzt schlägt die KI basierend auf Geländedaten den sichersten Pfad vor. Diese Kombination aus autonomer Lokalisierung und KI-Planung, die können jetzt tatsächlich die Reichweite des Rovers erhöhen. Da Perseverance ja nicht mehr bei jedem Zweifel nach Hause telefonieren muss, dürfte dies die wissenschaftliche Ausbeute in den kommenden Monaten steigern. Das muss man sich mal vorstellen. Perseverance basiert technisch auf der Curiosity-Mission von 2011, wurde 2020 gestartet, ist jetzt 5 Jahre lang ultra erfolgreich auf dem Mars unterwegs und jetzt implementieren die mal ebenso on the go einen neuen Fahralgorithmus in einem System, was mal nicht dafür gedacht war, ne? Irgendwie die Helikoptersteuerung. Ja, also ich finde es super beeindruckend. Ich verneige mich erneut tief vor dem Team am JPL. Ein 4-köpfiges Team der Universität Bremen vom ZAM ist im Februar 2026 zu einer 2-wöchigen Expedition in die chilenische Atacama-Wüste aufgebrochen. Die Wissenschaftler, die nutzten die extremen Bedingungen der Wüste, insbesondere die hohe Konzentration toxischer Salze und die extreme Trockenheit, als terrestrisches Analogon zum Mars. Mit einem mobilen Spektrometer suchen sie nach mikrobiellem Leben in den salzhaltigen Sedimenten, um Rückschlüsse auf mögliche Biosignaturen auf dem roten Planeten zu ziehen. Hier eine klingonische Werbung für das Interkulturelle Institut von Kronos. Spaß beiseite, ich wollte nur deine Aufmerksamkeit. Hier kommt gleich Senkrechtstarter auf Klingonisch, davor jedoch in eigener Sache. Meine Reise zum ZAM nach Bremen und folglich das Video, was Senkrechtstarter ja einen Fast Forward Science Award eingebracht hat, das wäre nicht möglich gewesen ohne die Senkrechtstarter Schutzengel. Daher an euch ein riesen Dankeschön. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum weiterzutragen, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra gibt es dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Und jetzt Senkrechtstarter auf Klingonisch. Mekmeyvet Latjewicha Chongwe Puf Chochwe Dak Petwel Chupaujaj Klingan Hol Loch De Chu Yeshek. Die Starts der kommenden Woche. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Am Dienstag, 24.02., da startet eine Falcon 9 von Vandenberg mit 25 Starlink-Satelliten. Ebenfalls Dienstag Electron, That's Not a Knife. Das ist ein Scramjet-Test, ein Hyperschall-Vehikel soll da getestet werden. Dritter Start am Dienstag, wieder SpaceX mit 29 Starlink-Satelliten von der Ostküste. Mittwoch, dritte Flug der japanischen Kairos-Rakete, diesmal mit 4 Kleinstsatelliten. Am Freitag legt SpaceX erneut Starlinks von der Ostküste nach. Und dann der erste Start am Samstag. China plant mit einer Langmarsch 7A von Wingcheng aus. Nutzt das ist mir nicht bekannt. Ebenfalls am Freitag eventuell Firefly Aerospace mit Return to Flight mit der Alpha-Rakete. Und den Abschluss dann vermutlich erneut Falcon 9 mit Starlinks von Kalifornien. Und noch ein Shoutout für Rhino Shield. Mit meinem Code Senkrechtstarter gibt's 10% auf das gesamte Sortiment. Findest du auch in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bei den spannenden Entwicklungen gerade in der Raumfahrt, Abo da lassen. Diese Woche, da haben wir uns in der Impulsfabrik mit effizienter Nutzung von Pendelzeit beschäftigt. Das verlinke ich dir hier. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.